So, Tag 5 in der Quarantäne. Nein, Quatsch, die 5. Folge. An dem Tag, wo wir Homeoffice Piranha-Welten TV machen. Also wenn diese Folge läuft und wir sind immer noch in Quarantäne, was wir jetzt nicht wissen, dann wäre das... Im Homeoffice. Wir haben ja keine Quarantäne. Dann wäre das Woche... Ja, stimmt. Das fühlt sich aber so an. Also ich glaube, Quarantäne wäre nochmal eine viel schlimmere Sache, ne? Ja, dann wäre das jetzt Woche 8. Ja, dann wäre es jetzt Woche 8. Gut, weiter aufs Ziel zu, ne? Gucken wir mal, was viel schlimmer wäre, wenn das Internet kaputt ist. Oh. Ja, Internet down. Schwierige Zeiten heute. Ohne Internet kaum möglich, sagen wir so, ne? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, bevor dieses ganze Corona losging, also dieses ganze Homeoffice und Kontaktbeschränkungen und so weiter. Ja, wie sehr bist du am Arsch, wenn deine Internetverbindung versagt? Das war, glaube ich, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall irgendwann letztes Jahr haben die Leute gefragt und die haben Folgendes gesagt. Kommt drauf an, wo ich bin. Im Büro extrem. Zu Hause so mittel. Ich kann mich dann ganz gut ablenken mit Musik machen oder so. Wenn es jetzt speziell ums Gaming geht, ich habe auch durchaus noch genug Konsolen und Endgeräte, die funktionieren ohne Internet. Das heißt, ich könnte mir schon irgendwas suchen. Allerdings ist alles andere bei mir absolut internetbasiert. Ich wechsle dann im Zweifelsfall auf mein Handy und mache mir einen Hotspot. Ja, da ich ja auch ab und an mal live gehe, bin ich total am Arsch. Das ist eine Mischung, halb erleichtert und frei, halb natürlich auf Entzug und unglücklich. Für 2 Minuten bin ich dann unter der Decke und danach bin ich wieder total entspannt. Ich glaube, dann hat man immer noch Alternativen, eben Spiele, die man wieder aufgreifen kann, die keine Online-Verbindung brauchen und die man dann eben nachholen kann. Ja. Das ist schon mal scheiße. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, die würden jetzt heute was anderes sagen. Die würden heute auf jeden Fall was anderes sagen, weil es wäre auf jeden Fall so sehr viel essentieller, obwohl es sowieso schon essentiell war. Immer schon für uns. Ja, aber es fühlte sich nicht so an, weil wenn man andere Möglichkeiten hat, ne? Ja, unsere Eltern und Großeltern und so, die kennen das Leben mit Internet nicht so gut wie wir jetzt, wo wir damit aufgewachsen sind. Jetzt schon seit 20, 30 Jahren, keine Ahnung, wie lange das jetzt schon da ist. Ne? Also wirklich auch bewusst für uns. Hätte ich jetzt gesagt 20 Jahre tatsächlich, ne? Dass man Internet benutzt, ja. Und tatsächlich jeder es auch wirklich macht mit Mails verteilen und miteinander kommunizieren, und dann kamen die Social-Media-Dinger wie Facebook und hast du nicht gesehen und so weiter. Und das vernetzt ja schon Menschen. Ja. Ne? Das ist ein großer Teil der Freizeitbeschäftigung, die wir heutzutage haben. Viele reden ja von Zombies, irgendwelche Leute, die mit Smartphones-Zombies halt, ne? Vom Wandrennen oder vor Bäume rennen, weil sie die ganze Zeit nur auf ihr Smartphone glotzen. Wenn Internet weg ist, dann ist das natürlich alles futsch. Ja, in der aktuellen Krise, Zeit irgendwie hat sogar meine Tante sich ein Smartphone zugelegt, damit sie über WhatsApp mit ihren Verwandten chatten kann. Ach, deswegen kriege ich die ganzen Katzenbilder. Ich meine die andere Tante. Ach, die andere Tante. So. Aber ja, und die bringt sich das jetzt bei irgendwie und verschickt lustige SMS, die du meistens irgendwie dann im Internet findest unter ZZZZZZ. Und dann fragt einer, wolltest du mir damit etwas sagen? ZZZZZ. Okay, vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber das zeigt einem, dass in dieser Phase tatsächlich die Leute mehr Zugang noch zum Internet haben, als sie es ohnehin schon hatten. Und selbst Leute, die vorher vielleicht gar keinen oder wenig Zugang hatten, versuchen dann darüber Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil man da einfach mehr sieht. Zum Beispiel, dass wir jetzt auch zu Hause, weil die Kinder nicht zur Oma dürfen, skypen mit Video, damit die sich trotzdem sehen. Ne? Und das ist schon cool. Und wenn das alles nicht mehr da wäre, also ich wäre dann ziemlich am Arsch. Doch, wollte ich gar nicht erwähnen, weil so Zombie und so, da kommt mir sofort meine Frau irgendwie in den Sinn, die abends auf dem Couch sitzt und die ganze Zeit nur auf dem Handy rumtippt. Das Spannende ist, wenn ich ins Bett gehe, ja, oder schlafen gehe oder so, dann ist immer noch irgendwo so ein Lichtpunkt, ne, in der Wohnung, und da glotzt immer noch einer und Facebook und Zeugs und so weiter. Ist ja auch spannend, ne? Aber du hast doch echt Bock drauf, oder? So. Ja, das ist spannend. Ja, für mich ist das nichts. Ne? Also ich gucke mir ab und zu mal so Dinge an, ne? Aber
Die meisten Leute posten ja auch irgendeinen Quark, muss man ja einfach mal sagen. Ne? Ja, Social Media affin bin ich auf jeden Fall. Ja. Sehr viel mehr als du. Ja. Aber Medien, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, nutzt du genauso häufig nur für andere Dinge. Ja, also ich glaube, ich bin ein bisschen gezielter. Ja? Ich suche mir irgendwelche Leute, die ich spannend finde und die verfolge ich. Wie zum Beispiel momentan der Virologe Christian Drosten, der macht im NDR einen Podcast. Und wenn der jetzt nicht mehr wäre, weil Internet down, fände ich das schon ziemlich doof. Ja. Ne? Also da bin ich auch Junkie, da muss ich ehrlich zugeben. Ja, oder Sind wir, irgendwelche glaub ich, Serien aus den 80ern oder irgendwie so, die... Also ohne Netflix und Amazon Prime und hier jetzt Disney Plus und so, wären wir ganz schön am Arsch, oder? Das wäre so richtig blöd. Dann könnten wir das hier jetzt zum Beispiel gar nicht machen, weil wir gar nicht wüssten, da kannst du noch so viel Spielzeug da unten hinschmeißen. Das funktioniert nicht, solange die Kinder zu beschäftigen, ohne dass du zwischendurch mal eine Serie anmachst. Ja. Finde ich auch legitim dann. Ja. Früher gab's Biene Maya, hatte ich als Videokassette. Mhm. Ne? Naja, gut, okay. Das sind andere Zeiten. Captain Future hätte ich gerne gehabt, heute kann ich's gucken. Ne? Da guckt man's dann auch. Ne? Aber irgendwann hat man halt alles gesehen, oder? Und ja, Gott sei Dank Neues dazu. Und jetzt, ich meine, das Repertoire ist ja glücklicherweise noch groß. Auch wenn viele jetzt tatsächlich nicht produzieren, ne, viele Produktionen wurden auf Eis gelegt, ist das Angebot trotzdem riesig. Ich meine, damals sind wir in die Videothek gelaufen. Ja, das stimmt. Und haben uns da irgendwie die immer gleichen Filme angeguckt. Die gibt's ja heute nicht mehr. Das heißt, du könntest noch nicht mal in die Videothek gehen. Nee. Wie wäre das denn dann? Da würdest du zum Nachbar gehen und sagen, hast du mal einen USB-Stick mit der neuen Mandalorian-Serie oder was? Oder so ein Zeug, ne? Das wäre natürlich schon wieder Steinzeit, oder? Und wo soll der das herkriegen? Ja. Aus dem Internet nicht. Ja? Da gibt's wieder die Ladentheke, oder hast du nicht gesehen? Ja. Ich meine, wir haben ja im Grunde genommen eine gar nicht so schlechte Bibliothek, ja. Hier haben wir jetzt so ein paar Spiele im Hintergrund. Unten haben wir eine ganz große eigene Film- und Serienbibliothek tatsächlich noch. Ja. Das heißt, da könnte man sich auch eine Zeit lang bedienen. Aber Wenn die Sachen noch laufen. Weil wenn ich mir so angucke hier, ne, Descent 2, Jade Empire, Lens of Lore, Götterdämmerung, The Dig, Fallout 1 und 2, Full Throttle, Planescape Torment, Soulbringer, hier, das wollte ich immer mal spielen. Das habe ich nie zum Laufen gebracht. Redguard, Hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ultima Ascension, also das sind die ganzen alten Shitskin, die ich früher mal gerne gespielt habe. Ab 90er, sag ich jetzt mal. Ob die noch laufen, da müsstest du... ich habe eine gute Idee, da guckst du zum Beispiel bei Good Old Games... Internet ist ja down. Also es wäre schon nicht so toll. Ne? Also ich weiß nicht, ob Windows 10 die Dinger noch packt. Vermutlich nicht. Ne? Also ich würde sagen, du lädst dir einen Emulator drauf, aber kannst ja nicht, Internet ist down. Internet ist down. Also wir wären so ziemlich am Arsch, würde ich sagen. Das ist ganz schön übel. Das ist übel, ja. Ne? Und deswegen sind wir auch dankbar, dass wir Homeoffice machen können und PC zu Hause haben und Internet gut funktioniert. Ich hab's. Ne? Du hast es. Ein Buch lesen. Geht. Ich habe viele Bücher gelesen, vor allem Stephen King und so ein Kram. Oh, da habe ich auch viele gelesen. Ne? Aber ich glaube, da müsste ich mich echt umgewöhnen. Jetzt nochmal irgendwie wieder Bücher lesen, so richtig, so Bücher wurden. Ich lese tatsächlich momentan viel mit den Kindern. Ja. Ja, stimmt. Das funktioniert. So Harry Potter, Herr der Ringe, so ein Zeug, ne? Ja. Das stimmt. Das könnte man machen. Mhm. Gut, man kennt die Pointe ja schon. Man weiß ja, wie es endet, ne? Das ist vielleicht auch nicht unbedingt abendfüllend. Wie sehr werdet ihr am Arsch, wenn Internet down ist? Vor allem in der jetzigen Zeit. Das würde uns brennend interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare und wir lesen uns das gerne durch. So, hast du eine Community-Frage? Ist da alles an? Ja, Leute. Kriege ich so nie wieder hin. Das wieder abzustellen, das wird wieder mit dem Wollknäuel, Papierknäuel. Mensch, ihr zwei. Zumindest hättet ihr mal erwähnen können, in welcher Phase sich euer Projekt befindet. In welcher Phase? Ja. In der Phase, dass wir dieses Jahr ein Announcement geplant haben. In der Phase befinden wir uns. Also es ist ziemlich weit. Ja. Es ist ziemlich weit und jetzt machen wir ganz viel fertig. Konkreter können wir das jetzt noch nicht sagen, weil wir die Fragen, die dann vielleicht kommen könnten, gar nicht beantworten können zum jetzigen Zeitpunkt, auch nicht wollen. Nachfolgefragen nicht, nee. Aber wir sind sehr fleißig und recht weit. Ja.
Dann hoffen wir, dass wir und ihr auch vor allem gesund bleibt, ja. Und wir wünschen euch alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschö. Ja, Mensch, die Kinder haben gut durchgehalten, wa? Ja. Ja, ich habe nur ab und zu mal hier irgendwie was gerumpeln gehört oder so. Irgend so ein Kommentar oder So so. ein Kommentar, ja. Ja, nicht doof, hab ich gehört.